kaufen. Kann ich mein Auto mit so einem System nachrüsten? Die gängigen Systeme sind alle nachrüstbar, sowohl von Philips wie von Blaupunkt wie von Sony. Das können Sie alles nachrüsten. Die Gretchenfrage ist natürlich die der Kosten. Was werden solche Dinge kosten? Das sind im Augenblick... Ja, da müssen Sie durch. Das ist eine wichtige Frage, da müssen Sie durch. Nehmen wir die Kosten an, im Augenblick noch um die 1500 bis 2000 Mark. Reine Produktkosten. Da ist noch nichts zusammengebaut mit dem Autoradio, da ist noch nichts ins Auto eingebaut. Das sind die einzelnen Komponenten, die wir draußen irgendwo kaufen müssen. Also kostet im Schaufenster, wenn es mal dort liegt, 1500 Mark, verstehe ich das richtig, für den Endverbraucher? Oh, noch nicht, das sind jetzt erstmal Ihre Herstellungskosten. Also was kostet es im Schaufenster den Endverbraucher? Wir sollten es einführen, wenn wir so eine 2 vor dem Preis haben. Das ist eine Aussage. Vielen Dank, Herr Stallmeister, für diese Informationen. Ja, und das war Dreisat Börse Spezial von der CeBIT Home 1996. Und nicht vergessen, schalten Sie uns ein, jeden Freitag Dreisat Börse um 22:25 Uhr. In unserer Geldidee sagen wir Ihnen, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können. Aber nochmal hier geblieben. Jetzt gleich kommen nach Dreisat Börse Spezial die Kollegen von Neues, die Computershow. Viel Spaß dabei. Ja, und last but not least, der Computer kann den Menschen und die Realität insgesamt gesehen nicht ersetzen. Gott sei Dank. Trotz aller Segnungen der Technik steckt hinter jedem Computer immer noch ein Kopf. Manchmal sogar ein kluger. Gesichter. Das weltweite Börsengeschehen. Live in Dreisat. Unsere Finanzprofis informieren. Von Dow Jones bis DAX. Aktuell und umfassend. Dreisat Börse. Freitag, 22:25 Uhr. Hier ist die CeBIT Home, hier ist Neues, die Computershow von dieser Messe mit Neuem und Wissenswerten für Sie. Und ganz nebenbei ist hier das Publikum in Hannover. Hallo! Hallo, grüß euch! Hi! Danke! Diese Messe scheint sich recht erfolgreich zu entwickeln. Und das liegt nicht zuletzt an den Produkten, die es hier zu sehen gibt. Eines davon möchte ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Das hier ist Snappy. Snappy ist ein Produkt, das ist in Amerika schon eine ganze Zeit lang auf dem Markt. Seit 2 Jahren habe ich es gesehen, immer auf der Comdex in Las Vegas, wo mich fürchterlich geärgert, dass es in Deutschland noch nicht gibt. Jetzt hat Logitech den Vertrieb übernommen, das Gerät wird an den Computer angeschlossen und kann aus Live-Videobildern fantastische Stills machen. Das heißt, die Bilder kann man rausdigitalisieren und die Qualität ist wirklich absolut toll. Das Ganze kostet 449 Mark und ist jetzt in der PAL-Version erhältlich. Also eine Sache, die für alle, die mit Video zu tun haben und mit Grafik zu tun haben, eine tolle Geschichte ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, da weiß eigentlich keiner so recht, was es ist und auch schon gar nicht, was wohl daraus werden wird. Das Thema heißt der Multimedia-TÜV und den hat Wiebke Haber einmal überprüft. Was ist es? Um was geht es?
Wer heute eine Multimedia-CD-ROM kauft, muss sich darauf verlassen, dass das Produkt nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch hält, was es auf seiner Verpackung verspricht. Denn leider gilt in diesem Markt noch immer, wo Multimedia draufsteht, ist noch lange nicht Multimedia drin. Außer auf Messen hat der Anwender kaum eine Chance, die Silberscheiben genauer zu begutachten. Das Einzige, woran er sich technisch orientieren kann, sind die Angaben zu den Systemanforderungen. Aber ob der Multimedia-Spaß dann auch am heimischen PC funktioniert, ist eine andere Frage. Deshalb heißt es bei CD-ROMs oftmals, die Katze im Sack kaufen. Was kaum jemand weiß, es gibt eine Instanz, die Qualität und Funktionstüchtigkeit auch von CD-ROMs prüft. Und diese Instanz kennt jeder. Es ist der TÜV. Grundlage für die Prüfung von Softwareprodukten ist die ISO 9000-Norm. Und geprüft wird der gesamte Produktionsverlauf bis zur fertigen CD-ROM. Eine komplizierte Angelegenheit. Dennoch will ein Unternehmen aus München die Idee des Multimedia-TÜV durchsetzen. Im Multimedia-Markt gibt es ja bekanntermaßen ziemlich viel Wildwuchs. Unser Ziel ist es, möglichst viele Produzenten aufzufordern, auch eine Zertifizierung ihres Produktionsprozesses durch den TÜV durchführen zu lassen. Was dabei rausspringen kann für den Kunden, wäre vielleicht sogar mal ein TÜV-Siegel für eine CD-ROM. Die Idee eines einheitlichen, herstellerunabhängigen Gütesiegels für die Silberscheiben finden einige Hersteller gar nicht abwegig. Der Weg dorthin ist allerdings schwierig, weil jedes Unternehmen andere Qualitätskriterien bei Multimedia ansetzt. Es wurden ja immer schon wieder Versuche unternommen, solche Standards zu etablieren. Ich halte es wichtig, die Informationen zwischen den verschiedenen Anbietern zu bündeln, Standards zu setzen. Das ist auch wichtig als Kundeninformation, denn die Kunden müssen sich immer wieder daran auch orientieren, um so eine Sicherheit zu bekommen im Umgang mit den Produkten. Microsoft geht bei seinen Multimedia-Aktivitäten einen Schritt weiter. Das Unternehmen sucht sich ausschließlich Dienstleister aus, die ihre Produktion vom TÜV prüfen lassen. Das ist ein teurer und langwieriger Prozess, soll aber letztlich für höhere Qualität bei dem Endprodukt stehen. Zunächst mal müssten dann natürlich einige Hersteller in Entwicklungskosten mehr investieren, als es bisher der Fall war. Und ich denke, dass man wahrscheinlich für den europäischen Raum dort einen allgemeinen Standard definieren sollte, der eher hoch angesetzt ist, weil sowohl die Videoaufnahmen als Bild- und Animationsimplementationen in so einer Multimedia-CD-ROM natürlich technisch sehr gut gelöst sein sollten. Wenn sich ein einheitliches Gütesiegel auf hohem Qualitätsniveau durchsetzt, hätten vor allem Billiganbieter von Multimedia-Produkten ein Problem. Denn die gestrengen Augen des TÜV sehen alles und ließen technische Mängel in der Produktion von CD-ROMs nicht gelten. Das ist wie beim normalen Auto-TÜV. Hapert es bei der Technik, fällt das Produkt eben durch. Die Hersteller sind sich einig, dass ein Qualitätssiegel für CD-ROMs nützlich wäre. Ob hier jedoch der TÜV die richtige Instanz ist? Ein TÜV ist für mich eine bürokratische Einrichtung. Und Bürokraten werden immer hinter den technischen Standards in dieser sich rasend schnell entwickelnden Branche hinterherhinken. Das heißt, wir werden sicherlich nie einen TÜV bekommen, der State-of-the-Art Prüfungen der Technologie machen kann. Weil ein TÜV braucht DIN-Normen, ein TÜV braucht Datenblätter und Regelungen. Und diese Branche entwickelt sich viel zu schnell für solche Regelungen. Das Internet ist natürlich ein Riesenthema hier auf dieser Messe. Auch diese Leute hier surfen wie die Weltmeister durch das Netz. Die Frage ist bloß, wo gibt es gute Angebote? Das Problem soll gelöst werden mit der Zeitschrift Internetprogramm. Sie soll im Prinzip dastehen, wo jetzt auch Programmzeitschriften stehen. Und für 4,80 Mark bekommt man hier regelmäßig Informationen zu dem Thema, was sind die besten Seiten, nach Themengebieten geordnet und dergleichen mehr. Fanden wir eine ganz gute Idee. Das Internet hat aber noch etwas zur Folge, nämlich die Frage, dass man sich überlegt, wie soll man denn bezahlen in dieser neuen Online-Welt, wenn man Waren und Produkte bezahlt. Und gleichzeitig kommen auch die Banken und verstärken immer Homebanking. DigiCash ist das Stichwort, das Katharina Finger umtrieb hier auf der Messe. So praktisch die Kontoführung vom Schreibtisch aus sein mag, für den Kunden bietet sie bei aller Bequemlichkeit doch einige Risiken. Auch wer die Vielfalt und vermeintliche Anonymität eines weltumspannenden virtuellen Marktes zu Einkäufen nutzt, begibt sich in eine ganz reale Gefahr. Seine Eingaben können abgefangen und manipuliert werden.
Der Internetbrowser Netscape bietet inzwischen die Möglichkeit, sensible Informationen verschlüsselt abzusetzen. Und die sogenannte Secure Electronic Transaction ist ein Sicherheitsstandard, auf den sich die Kreditriesen Visa und Mastercard geeinigt haben. Damit ist jedoch ein anderes Problem noch nicht aus der Welt. Mit jedem Tastendruck hinterlässt der Surfer eine elektronische Spur, die gegen ihn verwendet werden kann. Im Netz formiert sich bereits eine Protestbewegung, die den Datenmissbrauch anprangert und mit einer Crypto Action Week zum Verschlüsseln aufruft, die Electronic Frontier. Die Forderungen der Datenschützer sind einfach und eindeutig. Wir müssen die Anonymität des Kunden jedenfalls in der Weise garantieren, dass er selber die Wahlmöglichkeit hat, anonym zu bleiben oder aber auch den Vorgang sozusagen festgehalten zu haben unter Beweissicherungsgesichtspunkten. Technisch können Bits und Bytes mit einem elektronischen Siegel versehen werden, das sie als echt ausweist, ohne ihren Besitzer zu verraten, behauptet der Verschlüsselungsexperte David Schaum. Gegen harte Dollars überweist eine US-Bank Softwaredevisen, nämlich elektronisches Bargeld, bereits an Kunden. Auch die Deutsche Bank testet die neue Währung des Cyberspace. Während die Umsätze im Internet für viele Händler noch reichlich virtuell sein dürften, konzentrieren sich die Sicherheitsbemühungen der Banken derzeit auf die wachsende Zahl ihrer Online-Kunden. Sie setzen dabei neuerdings auf zusätzliche Hardware-Barrieren gegen Hacker. Beim Smartphone, einem Computertelefon, das die Dresdner Bank bis zum Jahresende testen lässt, muss sich der Kontoinhaber mit einer Chipkarte und Geheimzahl legitimieren, bevor er Geschäfte tätigen kann. Weil der PC zu Hause das schwächste Glied in der Online-Kette ist, setzt das Sicherheitskonzept der Sparda Bank Hamburg hier an. Zwischen Tastatur und Rechner wird ein Chip gesteckt, der die Eingaben verschlüsselt, bevor sie in den Rechner und dann ins unsichere Internet gelangen. Jungunternehmer Bugovic, der Erfinder des Mi-Chip, behauptet von sich, die bislang sicherste Methode für Zahlungsverkehr im Internet entwickelt zu haben. Nur der Mi-Chip-Server der Bank kann mit den verschlüsselten Datenpaketen etwas anfangen. Sogar aus der Ecke von Deutschlands beliebtesten Hackern kommt verhaltene Zustimmung. Das kann man schon so sagen, dass das erstmal sagen wir mal, ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Ob es dann letztendlich wirklich hundertprozentig sicher ist, wird sich in der Praxis erweisen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es sicherer ist als die softwarebasierten Lösungen. Die Sparda fühlt sich jedenfalls so sicher, dass sie ähnlich wie bei EC-Karten die Schadenshaftung übernimmt. Dies ist bislang einmalig im Online-Banking. Hat denn solche Sicherheit einen hohen Preis? Bei uns ist also die Kontoführung kostenfrei und auch das Home Banking Package kostet also nichts. Und trotzdem wird nicht jeder für Homebanking zu gewinnen sein. Ich bin allerdings auch kein Gegner des Homebanking. Bei mir ist es nur so, weil ich relativ eingespannt bin, dass die ganzen Bankgeschäfte meine Frau macht. So einfach ist das. Und vielleicht ist es am besten, wenn diese Frau in Zukunft auch den Computer dafür benutzt. So, und das hier, was Sie hier in meiner Hand sehen, das ist ein Apple Newton. Und wenn man mit dem arbeitet und seine Termine eingibt, hat man das Problem, dass das auf Windows 95 zum Beispiel eben nicht weiterverarbeitbar ist. Bis jetzt. Jetzt gibt es ein Gerät und eine Software, mit der man diese Daten von dem Newton in einen normalen Notebook überspielen kann oder in einem normalen Desktop. Das Ganze arbeitet mit Windows 95 Aktenkoffer zusammen, kostet 289 Mark. Und zum Thema Apple haben wir jetzt noch mehr. Ralf Benz hat zusammengestellt, was es hier an Neuigkeiten gibt. Alle Wege führen nach Cebit Home, hat mal jemand gesagt. Die Wege eines Redakteurs, der auf dieser Messe nach Macintosh-Neuigkeiten sucht, führen natürlich erst einmal auf den Stand von Apple. Im gewohnten Beige-Ton mit Äpfelchen wurde bei Apple all das präsentiert, was Power hat und Spaß macht. Da drängt sich aber die Frage auf, kann man da nicht mal ein bisschen Farbe reinbringen? Hey, danke. In edlem Anthrazit gibt es ab sofort den Performer 6400. Ein Power-PC mit einer Taktfrequenz von 180 MHz, 1,6 GB Platte, Modem und TV-Karte. Der Preis knapp 4.500 Mark. Psst, hier ein Leckerbissen, den uns Apple in einem geheimen Nebenraum der Cebit Home zeigte. Das Apple Creative Studio, ein Rechner der Performer-Klasse mit 200 MHz Taktfrequenz, der Audio- und Videoschnitt so einfach machen soll wie Kaffee kochen. Die Software dazu wird von Firmen aus dem professionellen Videobearbeitungsbereich, wie zum Beispiel Avid, geliefert. Alles, was man braucht, um ein kleiner Mr. Spielberg zu werden, ist Kreativität. Jede Aktion im Creative Studio wird durch sehr einfache Bedienelemente ermöglicht. Per Drag and Drop fügt man jedes Detail eines Videoprojektes zusammen.
Unzählige Effekte und Geräuschutensilien werden bereits von Haus aus mitgeliefert, um seinem Videoclip den nötigen Pfiff zu geben. Dank der Power des Macintoshs kann der Nutzer ständig, ohne große Rechenzeit, den Fortschritt seiner Kreativleistung beäugen. Ist das Werk vollbracht, kann man sich dann entscheiden, auf welchen Wegen es an die Außenwelt gelangt. Creative Studio hat dazu einige Möglichkeiten parat. Doch der Weg, auf dem man die Qualität des Systems bewundern kann, ist die Vollbildausgabe auf Video. Creative Studio wird es ab Spätherbst zu kaufen geben und zwischen 5.500 und 6.000 Mark kosten. Auf der CeBIT Home sichteten wir auch noch die ersten in Deutschland erhältlichen Macintosh-Clones. Pius aus Hildesheim präsentierte unter anderem den Umex Pulsar mit 150 MHz Taktfrequenz. Ein Macintosh-kompatibler Rechner für ca. 7.000 Mark, der fast keine Wünsche offen lässt. Da das Geschäft mit Power Mac Clones erst anläuft, werden wir in einer unserer nächsten Sendungen den Computern mal näher unter die Frontblende schauen. Eine Messepremiere haben wir erlebt hier in Hannover. Und die Frage, die sich stellt, ist, war sie denn erfolgreich? Zuallererst mal haben wir die gefragt, die es betrifft. Die Aussteller und die Besucher. Susanne Pohlmann war hier auf Spurensuche. Wir haben einen außerordentlich hohen Fachhandelszuspruch. Und wir sind sehr überrascht über die Struktur der Besucher hier. Es kommen eine Menge junger Leute hier auf die Messe, die die zukünftigen Käufer unserer Produkte sind. Sehr interessant und vielseitig. Und ich wollte mich halt informieren über Spiele und sowas. Ich denke, das Interesse von Leuten, die hier sind, ist sehr spezifisch. Das heißt, es wird fachlich viel gefragt. Die Menschen möchten an die Geräte rangehen und das können sie hier auch. Bei anderen CeBIT, da wurde man ja kaum beachtet, weil ja nur die großen Firmenchefs durften da irgendwie da an die Computer. Und hier bei der CeBIT Home darf man eben auch als Jugendlicher mal an den Computer, man wird auch beraten und so, und das finde ich sehr gut. Die das alles zeigen und so, aber ich meine, die gehen irgendwie nicht so auf uns ein. Ich denke, es macht heute keinen Sinn, bei einer Messe wie dieser sich auf reine Produktangebote zu beschränken. Man muss, wenn man an diese Zielgruppe heran will, das Ganze sehr attraktiv verpacken. Ja, ich finde es urgeil, dass die Kellys heute kommen. Wir waren offen gestanden überrascht von einem sehr guten Fachhandelsbesuch, sowohl am ersten wie am zweiten Messetag, auch mit einer sehr guten Ordertätigkeit. Händler sind fast gar nicht da. Die Resonanz in den letzten Tagen von den Konsumenten wie vom Handel war sehr positiv, auch dahingehend, dass man jährlich so eine Plattform braucht. Ich bin heute zum ersten Mal drüber gelaufen und ich bin etwas enttäuscht. Ich hatte eigentlich mehr erwartet, also mehr Aussteller, etwas weniger Lärm, aber das war wohl nur ein frommer Wunsch. Ich bin zum ersten Mal auf dieser Messe, bin natürlich überrascht, überwältigt, teilweise auch fasziniert von den Möglichkeiten, die für Kommunikation gegeben sind. Das ist etwas, was Kirche interessiert. Ich sehe hier eigentlich hauptsächlich Fernsehsender, Radiosender, Hersteller von Stereoanlagen und solchem Zeugs. Eine Computermesse ist das nicht. Ich bleibe hier noch ein bisschen. Wir haben hier neue Software präsentiert und wir haben einen riesen Andrang drauf gehabt und dürfen nicht verkaufen. Das ist eine Diskussion, die der Handel führen wird hier mit der Messe. Wir würden gerne. Mal sehen, was passiert. Es ist an der Zeit für ein Resümee zu dieser Messe und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Zuerst begrüße ich Hubert Lange, Vorstand hier der Hannover Messe AG. Herzlich willkommen bei uns. Ja. Danke. Dann Stefan Gillitzer, er ist Geschäftsführer bei der Firma Grundig. Guten Tag. Herr Lange, 2 Kritikpunkte klangen hier durch. Während ansonsten alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein scheint. Erster Kritikpunkt war kein Verkauf. Zweiter Kritikpunkt war, das ist keine Computermesse. Was sagen Sie dazu? Dies sollte auch keine Computermesse sein, sondern es soll eine Multimedia-Messe sein. Sie soll aufzeigen, wie die Informationstechnik mit der Telekommunikation und der Unterhaltungselektronik zusammenwächst. Online-Dienste sollen demonstriert werden. Es ist eine Messe zum Anfassen, zum Demonstrieren. Das ist die eine Seite. Das Zweite, wir haben mit dem Handel, mit den Handelsverbänden verabredet, dass dies keine Verkaufsmesse sein kann, denn sonst würde der Handel hier nicht herkommen. Wir haben 2 Zielgruppen. Einmal den Endanwender, dem wir hier zeigen wollen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir haben aber auch den Handel, der hier ordern soll. Und sonst würden wir die Aussteller der Unterhaltungselektronik, aber der PC-Seite auch nicht bekommen. Insofern sind, glaube ich, unsere Zielsetzungen heute gut erfüllt nach dem Urteil der Aussteller.
Herr Gillitzer, wie sieht das aus Ihrer Sicht der Dinge aus? Handel einerseits, Verbraucher andererseits. Hat die Messe sich gelohnt für Grundig? Sicherlich. Ich würde sagen, wir haben von Grundig von der ersten Stunde an auf diese Messe gesetzt, als gezielte Investition in eine sich wandelnde Unterhaltungselektronik. Der Besucherandrang war enorm. Wir haben sehr viele qualifizierte Fachhändler hier begrüßt, die nach neuen Trends Umschau gehalten haben. Und ansonsten, man sieht es ja, die Konsumenten waren sehr zahlreich vertreten. Nebenbei war die Ordertätigkeit bei uns im Hause, sie lag über allen Erwartungen und das war das Positive, was noch dazu kam. Herr Lange, jetzt möchte ich ganz tief in Ihre Seele schauen. Was haben Sie gelernt aus dieser Messe? Nun, wir haben eine Menge gelernt, nicht? Wir müssen uns angucken, läuft das mit den Eventhallen? Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr tun, wie Unterhaltungselektronik und Computertechnologie zusammenwächst. Ich glaube, was gut war, dass wir Demonstrationszentren errichtet haben, dass wir gezeigt haben, wie sieht denn ein Small Office, Home Office aus oder wie funktioniert Homebanking oder Teleshopping. Also vieles ist gelungen, manches lässt sich noch nachstellen. Wir werden schon am Dienstag in einer Klausurtagung mit frischen Eindrücken die CeBIT Home 8